So, kurze Pause gehabt, jetzt geht's weiter. Das ist für mich der härteste Podcast, was ich jemals gemacht habe. Das glaube ich dir. Jetzt haben wir gerade geredet, Kastration ist ja in Ungarn zum Beispiel eine Option. Ja. Wäre das eine Möglichkeit, um dieses Verlangen einzudämmen? Es gibt tatsächlich leider sehr, sehr wenige Pädophile, die offen darüber sprechen und sagen, ich habe dieses Problem und ich will nicht zum Täter werden oder noch einmal zum Täter werden. Haben wir auch gehabt. Es sind leider wirklich ein Bruchteil, die dazu stehen. Auch hier fehlt in Österreich eine Anlaufstelle, wo man wirklich geholfen wird. Das ist ja das Nächste. Ja. Es gibt einige, die sich wirklich kastriert haben lassen und die sagen, dieses Verlangen ist komplett weg. Wiederum gibt es andere, die sich kastriert haben lassen und nach kurzer Zeit angeblich mit irgendwelchen Testosteronspritzen direkt für den kurzen Gebrauch sozusagen wieder zum Täter geworden sind. Okay. Also hier gibt es verschiedene Geschichten, Varianten. Ja. Auf jeden Fall kann ich sagen, wenn uns als Vater mal oder eine Volksumfrage gestellt werden sollte, was sollte mit Pädophilen passieren, wären die Antworten ganz anders als das, was der Staat derzeit als Antwort hat. Ja. Und wir reden hier von Strafen. Es startet ab 6 Monate bis 7 Jahre. Also wir haben hier eine von bis. Wir haben ja auch appelliert und gesagt, dass diese von absolut erhöht werden muss. Ja? Es gibt nicht, dass du ein Kind leicht sexuell vergewaltigst. Ja? Also man muss hier wirklich ins Detail reingehen. Das heißt, die Gerichtsverfahren werden detailliert wie in einem Pornofilm besprochen, was genau wurde gemacht, wie genau wurde es gemacht, damit man verstehen kann, ob es nur ein leichter sexueller Missbrauch ist, ein schwerer oder ein massiver sexueller Missbrauch ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Das Kind muss detailliert und glaubwürdig aussagen, was passiert ist. Und zwar, es fällt schon erwachsenen Frauen sehr schwer, über eine Vergewaltigung zu sprechen. Ja. Warum, kann man die Damen selber fragen. Und jetzt frage ich dich als ein kleines Kind. Und das ist einfach komplett falsch. Ich sage dir hier, muss der Staat handeln. Ja? Wir versuchen hier seit Jahren zu kämpfen. Aber die Politik ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ab und zu kommt das Thema Kinderschutz ans Tageslicht in den Medien. Da gibt es ein Interview, wo ein netter Politiker schöne Worte sagt. Wir werden das machen, Kinderschutzkonzepte machen. Was am Ende rauskommt, Willi, ist einfach nur leere Worte, Luft. Weil die wollten mit uns nicht zusammenarbeiten. Sie haben uns sogar bekämpft. Sie haben das Buch, was wir herausgebracht haben, sich in die Quere gestellt, dass wir es überhaupt an Schulen bringen durften. Ja? UBBR klärt auf. Ja? Da geht es auch genau darum, wie sich Pädophile mit solchen Neigungen an Kinder rantasten. Korrekt, Willi. Ja? Und wie kann man das Thema mit den Kindern besprechen? Genau, da ist ja schon die Fallen der Täter. Genau. Täter locken Kinder an. Genau. Also auf jeden Fall ratsam für Eltern, die was in Sorge sind um ihre Kinder, damit die Kinder rechtzeitig und frühzeitig vor allem erkennen, hey, okay, da läuft wirklich was falsch. Genau. Das Buch, möchte ich sagen, ist kostenfrei. Das heißt, jeder, der ein Buch haben möchte, Willi, kann sich bei dir melden, eine Nachricht schreiben. Wir werden es verschicken per Post. Es kann sich in meinem Restaurant oder in meinem Boxclub abgeholt werden. Ja? Ich kann euch eins sagen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr mit eurem Kind das Thema ansprechen sollt, lest dieses Buch. Das dauert eine halbe Stunde, dann ist das Buch fertig gelesen. Eure Kinder werden sehr viele Fragen haben, ihr werdet die richtige Antwort haben und ihr habt den ersten präventiven Schritt gemacht gegen Kindesmissbrauch. Es ist auch eine Sache natürlich, die Erhöhung der Zahl von Exekutivbeamten. Richtig. In Zeiten der Sparmaßnahmen, man kriegt es immer mehr mit.
für Kindesmissbrauch Exekutivbeamte und vor allem Annahmestellen, Therapiezentren sowie Präventionsschulungen verpflichtend in Schulen in Form von Büchern oder aber auch Seminaren. Jetzt hast du vorher gerade angesprochen, ihr wurdet eigentlich weniger unterstützt, sondern mehr bekämpft. Absolut richtig. Aus Sorge und Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wie viele dunkle Ziffer wir aufgedeckt haben. Ich meine, die wenigen, die uns kennen, wissen es, es gab eine mediale Aufmerksamkeit von uns enorm der letzten Jahre. Wir haben Dinge aufgedeckt, die keiner aufgedeckt hat. Am Ende wurden wir bekämpft, anstatt das Problem zu kämpfen. Das ist immer ganz geschickt gemacht von der Politik und von den Behörden, damit der Ball ruhig bleibt. Was wäre zum Beispiel eine Begründung, euch zu verbieten? Dass wir keine pädagogische Ausbildung haben, okay. Dass wir, dass wir Kampfsportler sind, dass wir brutale Kampfsportler sind und Gewalt den Kindern, also wir würden Gewalt vermitteln und nicht eben die Bekämpfung von dem Problem selbst. Selbstdarstellungen von unserem Verein und von uns selbst dass wir nur mediale Aufmerksamkeit brauchen, deshalb wir mit den Fällen an die Medien gehen. Also das heißt, am besten soll alles so weiterlaufen wie bisher. Österreich bleibt weiterhin ein Pädophilenparadies. Die Medien berichten hin und wieder mal über einzelne Fälle. Ja. Und die Kinderschutzvereine, die Geförderten vom Staat, machen ihre Arbeit in Ruhe und in Stille genauso weiter. Am besten soll alles so bleiben wie bisher. Und wir waren natürlich ein Problem. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben gekämpft, wir haben die Sachen ausgesprochen in Interviews, wir sind mit Fällen, absurden Fällen an die Medien gegangen. Und dass danach nicht die Verurteilungen da waren, die alle sich erhofft haben, das liegt nicht an uns, sondern an der Gesetzeslage. Ja. Aber wir wurden in kurzen Texten auch vom Innenministerium auf der offiziellen Webseite nicht empfohlen, mit namentlich erwähnt. Das haben wir mittlerweile mit unseren Anwälten geschafft, dass das gelöscht wurde, weil das absolut keine Hand und Fuß hatte und auch rufschädigend war. Das wurde von der Seite, vom offiziellen Seite vom Ministerium gelöscht. Aber du musst dir mal überlegen, statt sich hinzusetzen und zu sagen, ihr habt vollkommen recht, wir müssen hier was ändern, haben wir uns einfach eine Mauer vor uns gestellt und alles wurde gestoppt. Ich sage immer so, wenn ein Mensch krank ist, dann gesteht er sich das nicht gerne ein. Und genauso ist es in einer Gesellschaft, wo die Politik diese Krankheit, ist ja eine Krankheit, einfach nicht eingestehen will, dass es in der Gesellschaft ein Problem gibt, einen Virus, der was bekämpft werden muss. Deswegen halten wir lieber mal den Ball flach. Richtig. Und jeder, was da zu laut wird, den werden wir irgendwie bekämpfen. Und in diesem Fall seid ihr es leider ihr. Ja. Aber wie soll das ausschauen? Erhebliche Erhöhung der Zahl von Exekutivbeamten in Zeiten der Sparmaßnahmen. Also wir haben ja auch mit der Polizei intern gesprochen und man muss sagen, die Polizei ist vollkommen überlastet. Die fühlen genauso wie wir, Willi. Nur denen sind die Hände gebunden. Jetzt sind die Menschen, aber sie sind gesetzlich extrem gebunden. Korrekt. Und jetzt haben wir gesprochen und es gibt, glaube ich, in Wien 3, wenn ich mich nicht täusche, Beamte, die für Kinderpornografie, wie sie das nennen, zuständig sind. 3. Okay. Das Problem ist, die erste Sache ist die Sparmaßnahme. Ja? Also da kann ich sagen, Willi, wir können überall sparen, aber bitte nicht in diesem Thema. Wir finden sicherlich irgendwo Punkte, wo wir sparen können. Ja? Und da gibt es eine Liste an Dingen, die der Staat ausgibt. Und wir reden von Fahrradwege in Kolumbien um 40 Millionen oder irgendwelche. Es gab einmal so eine Auflistung, wo man einfach nur lächeln und schmunzeln kann, weil es absurd ist. Ja. Bei Kindern darf man nicht sparen. Das hat für uns erste Priorität. Das heißt, wir brauchen viel mehr Exekutivbeamte, die das bekämpfen. Viel mehr Budget, um hier wirklich der Kindespornografie
was gleichzeitig, wie gesagt, Vergewaltigungen sind an Kindern, nicht Pornografie, den Kampf anzusagen. Und ich kann dir versprechen, Willi, wenn hier 50 Beamte statt 3 sind, dann wird die Welt wieder ganz anders ausschauen. Wenn die Gesetzeslage komplett anders ist und hier die Menschen, die so etwas machen, wirklich jahrelang ins Gefängnis gehen, ohne Möglichkeit auf Bewährung, dann wäre das mal ein Fortschritt, dann wäre das mal ein Zeichen setzen für das Land. Wir haben das Problem, wir bekämpfen das Problem. Aber so tun, als ob wir es nicht haben und uns zu bekämpfen, ist absolut der falsche Weg. Absolut, vor allem 3 Beamte für ganz Wien, die brauchen ja alleine schon 10 Psychologen. Richtig, das ist das Nächste. Es ist nicht leicht. Jetzt stell dir Belastung. vor, du siehst den ganzen Tag diese Aufnahmen und musst die Menschen jagen, die diese erstellt haben oder herausfinden, wen du erkennst in diesen Videos. Das ist ja noch schwieriger. Also diese Menschen haben meinen größten Respekt, dass sie es schaffen, diese Arbeit zu machen. Unter anderem auch Carsten Stahl, der mittlerweile schon auf, glaube ich, 40 Beerdigungen war von Kindern in Deutschland. Ob es jetzt Mobbing war oder Suizid, ich hätte diese Kraft nicht. Ja, also ich wünsche niemandem, dass er diese Situation sieht, nicht am eigenen Leib von seiner eigenen Familie, das ist unbeschreiblich, sondern allein schon hautnah dabei ist bei einer anderen Familie. Dann wird dir das Blut stehen bleiben. Ja, mir steht es jetzt schon. Ja. Immer wieder hört man, wir brauchen mehr Videoüberwachung, wir brauchen auch mittlerweile KI, um die Gesichter zu erkennen. Hört man ja, die Polizei fordert es mittlerweile sogar selbst, in Deutschland zumindest, Österreich weiß ich nicht. Aber ihr fordert eine Videoüberwachung in Kindergärten und Schulen. Ist das der richtige Weg, glaubst du? Also ich kann dir sagen, natürlich, wenn jetzt viele sagen, na, Video und das, mittlerweile ist in vielen Städten der Welt überall eine Videoüberwachung. Ja? Wenn wir über London sprechen, in jeder Ecke, an jeder Straßenseite, mittlerweile auch in Österreich, in den öffentlichen U-Bahn, Bus, überall sind Videoüberwachungen. Natürlich ist es ein bisschen in deine Privatsphäre, kann ich verstehen, aber wir reden hier über ein öffentliches Gebäude, das sind Schulen. Ja? Und ich sehe kein Problem darin, wenn man in einem Kindergarten, wo man offensichtlich vorbestrafte Sexualstraftäter arbeiten lässt und kann, ja? Wo liegt denn da das Problem, dass dort eine Videoüberwachung gibt? Um sicher zu gehen, dass dort die Pädagogen sich auch richtig verhalten mit den Kindern. Denn sehr oft, und wir haben auch mit Kindergärtnerinnen gesprochen, die Regel ist, dass nie ein Pädagoge alleine mit Kindern bleiben darf. Es müssen immer 2 oder 3 Pädagoginnen gleich sein. Ja, das ist schön auf dem Papier. Die Realität sieht ganz anders aus. Auch die sind überlastet, auch überfordert und es sind meistens Pädagogen alleine mit Kindern. Und dann frage ich dich, lieber Willi, wenn ein Pädagoge alleine mit einem Kind ist und etwas passieren sollte und die Aussage eines Kindes, laut Staatsanwalt, was wir gehabt haben, mit einem schlechten Traum verbunden werden kann und die Eltern waren sich sicher, das Kind wurde missbraucht. Wenn du nichts zu verheimlichen hast, wo liegt das Problem? Also wo liegt das Problem, in einem Kindergarten eine Videoüberwachung zu haben? Indem man sicherstellt, dass die Kinder nicht geschlagen werden, nicht missbraucht werden. Warum? Ich sehe da überhaupt kein Problem und die Sorgen einiger Eltern, dass da die Privatsphäre, dass man sich einloggen könnte, das kann man alles lösen. Das kann man ein Sicherheitssystem machen, dass ein Hacker wirklich... Man kann sich heute in jedem System Es ist wirklich, und um was würdest du sehen? Kleine Kinder, die im Kindergarten spielen. Ja. Also in dem Land, wo dieses massive Problem ist, würde ich als Staat sagen, alle öffentlichen Schulen werden mit Videos überwacht, weil wir uns schützen wollen als öffentliche Einrichtung, dass bei uns ein Missbrauch ausgeschlossen werden kann. Punkt. Weil das ist nämlich auch ein Punkt, was du gesagt hast.
nicht nur die Videoüberwachung in Kindergärten und Schulen, sondern auch, dass ein Pädagoge zu keiner Zeit mit einem Kind alleine sein darf. Ja, das wäre so eine Schutzmaßnahme, wo man sagt, einfach auf Nummer sicher gehen, weil man nicht weiß, man kann in den Menschen nicht reinschauen. Ein weiterer Punkt ist verpflichtende Schulungen und Sensibilisierungen für Lehrer und Kinder. Gespräche mit Psychologen in bestimmten Intervallen zur Erfassung des Gefühlszustandes der Kinder. Korrekt. Haben wir auch eingefordert, haben wir auch als beratende Maßnahme mitgeteilt. Wollt ihr nicht von uns beraten werden? Wunderbar. Macht eure eigenen Vereine, aber lasst das bitte durchführen. Ich glaube, jeder Lehrer sollte wissen, wie es ausschaut in Österreich. Ja. Jeder Lehrer sollte Kinder aufklären können. Und in der Schule gibt es immer einen Psychologen, der für die Kinder da ist. Wenn mal was Schlimmes passiert, kann man zum Psychologen gehen. Das ist immer ganz toll und nett. Wie wäre es, wenn der Psychologe aber jeden Tag 2, 3 Gespräche einfach mit Kindern hat, um zu fühlen, ob alles okay ist, wie es dem Kind geht. Da wirst du Augen machen, wie viele Sorgen unsere Kinder haben in der Schule, wie viel Leid, es geht nicht nur um Missbrauch, Mobbing, wie viele Amokläufe vielleicht vorher hätten verhindert werden können, wenn man in den richtigen Moment mit dem Jungen gesprochen hätte, was ihn plagt, aber auch das wurde einfach abgelehnt. Ja, ich möchte noch dazu sagen, dass wir sämtliche Forderungen, die du heute vorgelesen hast, die wir durchgegangen sind, auch im Parlament versucht haben einzubringen, im Nationalrat und im Gemeinderat. Dazu brauchst du aber eine Partei, die das macht. Ja, wir haben versucht, mit vielen Parteien uns am Tisch zu setzen, ihnen das zu erklären und ich möchte betonen, ich kann nicht mal wählen, ich bin Italiener, ich möchte hier keinerlei Werbung für irgendeine Partei machen, nur man muss richtigkeitshalber festhalten. Die einzige Partei, die sich mit uns an einem Tisch gesetzt hat und diese Anträge im Gemeinderat eingebracht hat, war die FPÖ. Es wurde dort abgelehnt, Nationalrat und Gemeinderat. Es ist schriftlich. Es gab diese Punkte, die wir heute durchgegangen sind, hat die FPÖ für uns eingebracht. Die wurden abgelehnt mit Stempel und Unterschrift von den Parteien. Das heißt, das ist schwarz auf weiß. Und dann frage ich mich, über was reden wir? Ja. Hier will niemand etwas ändern. Wir wollen hier neue Fahrradwege machen, die Nova-Steuer erhöhen, die Geschwindigkeitsregelung und tausende Maßnahmen und an setzen. Jeder Ecke steht ein Polizist mit einem Radar. Richtig, dass du, korrekt, und die Autos müssen beschlagnahmt werden. Ja. Und für sowas haben wir keine Zeit. Ja, alles, oder? Was Geld bringt, ist gut, aber was Geld kostet, korrekt. Ist schlecht. Absolut, du hast es richtig. Ja. Und Kinder bringen kein Geld, Kinder kosten Geld. Und sie kosten Sicherheit und das will die Politik einfach nicht wahrhaben und auf die Seite schieben. Es gibt immer wieder neue Themen. Und wie kannst du ein Thema vertuschen, indem du nicht darüber redest? Ja, ganz natürlich, einfach. Deren Kinder gehen auf Privatschulen. Korrekt. Aber auch die sind nicht geschützt, lieber Willi, das kann ich dir sagen. Auch diese Kinder sind nicht geschützt. Und vielleicht sollte, ohne jemanden jetzt namentlich zu nennen, vielleicht sollte der Herr, die Dame, die diese Vorschläge seit Jahren ablehnt und uns bekämpft, statt mit uns zusammenzuarbeiten, sollte sich mal Gedanken machen, wenn das ihrer eigenen Familie passiert, wie sie sich fühlen sollte. Absolut, absolut, genau so ist es. Präsenz von Polizei oder Sicherheitspersonal bei Schulen zu Stoßzeiten. Ja. Also bei uns in St. Pölten, ich komme aus St. Pölten, ist so, in der Josefstraße zumindest steht die Polizei am Zebrastreifen, gleich daneben ist die Schule. Wird es wahrscheinlich in Wien nicht geben. In Wien ab und zu, in seltenen Fällen sieht man das. Auch hier heißt das einfach nur ein bisschen Dampf zu zeigen, wir machen etwas. Wie gesagt, die Exekutivbeamten sind die Letzten, die dafür was können. Es gibt in Wien täglich versuchte Entführungen an Schulen. Auch hier haben die Zeitungen ab und zu über Einzelfälle berichtet. Nur es muss uns allen im Klaren sein, es gibt in Wien zahlreiche Schulen, die jede Woche verschiedene
Entführungsversuche melden. Wahnsinn. Und auch hier wurde der Ball ganz flach gehalten, dass die Leute nicht in Panik geraten. Jede 10. Entführungsversuch, davon geht einer an die Presse und darf veröffentlicht werden. So, dann gibt es einen netten Brief für die ganzen Eltern. Bitte aufpassen, bitte begleiten Sie Ihr Kind bis in die Klasse, bitte holen Sie Ihr Kind ab. Eine Woche, 2 Wochen, Polizeipräsenz und danach verschwindet wieder. Ja. Also auch dieses Problem müssen wir uns stellen. Vielleicht verstehen wir mal alle, dass unsere Kinder in Österreich nicht mehr sicher sind und müssen uns darum kümmern. Punkt. Das ist ein sehr interessanter Punkt, nämlich auch Kinder auf sozialen Netzwerken, was von den Eltern ganz stolz präsentiert werden. Jetzt ist das Kind 1 Jahr alt, macht man schöne Selfies. Ich warne persönlich immer wieder Eltern davor, dass die das machen, weil diese Monster, die Pädophilen, die was sich Kinder suchen, schutzlose Kinder oder was halt, die liegen ja schon auf dem Präsentierteller. Richtig. Gibt es da irgendeine Prävention von euch? Natürlich, wir empfehlen, heute ist das Social Media auch für Kinder. Ab 10, 11 Jahren haben viele Kinder ihr eigenes Social Media, die Eltern erlauben es. Wir müssen uns klar sein, dass das Handy mittlerweile eine Waffe ist. Mit dem Handy kann man sehr, sehr viele Probleme an Land ziehen. Mittlerweile sind die sehr viele Pädophile kontaktieren Kinder mit Kinder-Accounts über irgendwelche Videospiele, über Snapchat, über TikTok, über tausende Möglichkeiten, geben sich als 13-Jährige aus, 14-Jährige aus, lassen sich die Vorgehensweise so nach ein bisschen Vertrauen, Nacktbilder schicken, Videos etc. und danach werden die Kinder erpresst. Ja. Und wenn du nicht mich mit dir triffst oder wir das miteinander haben oder mir neue Videos schickst, werde ich diese Videos veröffentlichen, an deine Schule, an deine Eltern schicken. Die Kinder sind in einer Zwickmühle, wissen genau, panisch, ne? Sie sind in einer, genau, sie werden panisch, weil sie etwas Falsches gemacht haben, in ihrem Unwissen, in ihrer Unerfahrung, und die Monster auf der anderen Seite nutzen das schamlos aus. Die meisten Kinder knicken leider drauf ein und machen das, was gefordert wird, und machen alles noch viel schlimmer, bis irgendwann mal es ans Tageslicht kommt. Ja. Also auch hier, liebe Eltern, bitte kontrolliert das Social Media von euren Kindern, wenn sie alt genug sind. Wenn sie noch so klein sind, bitte lasst eure Kinder aus den Fotos oder Stories raus, denn vergisst eines nicht: Es könnte sein, dass euer Kind als Sexpuppe verkauft wird und dort sich für irgendjemanden gerade ein Vergnügen erwirbt. Ja? Und insbesondere umso mehr du dein Kind an die Öffentlichkeit zeigst, umso mehr Aufsehen erregst du. Und plötzlich sagt jemand, ich will genau dieses Kind haben. Und dann ist der nächste Entführungsversuch genau dein Kind, weil du es präsentiert hast und die Aufmerksamkeit von jemandem erweckt hast. Ja. Wir haben in Österreich 8 Millionen Einwohner, sind wir schon auf 9. Weltweit, musst du dir vorstellen, verschwinden jährlich 8 Millionen Kinder. Also man muss sich vorstellen, jedes Jahr verschwindet einmal Österreich. Jedes Jahr. Und dann ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, für ein paar Likes, für ein paar Klicks und für ein bisschen Aufmerksamkeit, sich da mit den Kindern in sozialen Netzwerken nochmal reinzustellen. Und an das habe ich ja noch gar nicht gedacht, was du jetzt gesagt hast, dass die sich das Bild ausdrucken und dann sich eine Kindersexpuppe nachrichten lassen. Also, ja. Also auch hier sind die Eltern gefordert zu handeln, etwas zu machen. Leider, wie gesagt, ich ermahne immer wieder Eltern, trifft auf taube Ohren. Die wollen das einfach nicht wahrhaben. Ja. Aber jährlich verschwinden 8 Millionen Kinder. Jährlich. Jetzt ist natürlich auch eine Anlaufstelle für Opfer mit Ärzten und Psychologen. Gibt es in Wien wahrscheinlich, aber wahrscheinlich auch nur 1, 2, 3 Stellen. Weil eine Forderung von euch ist, Anlaufstellen für Opfer mit Ärzten und Psychologen massiv ausbauen. Absolut. Was passiert, wenn
der Verdacht besteht, dass ein Kind vergewaltigt wurde. Die Eltern merken zu Hause, es sind Verletzungen im Genitalbereich, das Kind ist anders, es isst nicht mehr, es weint die ganze Zeit. Man merkt Anzeichen dafür. Was passiert? Man wird in Wirklichkeit von den Behörden vollkommen alleine gelassen. Du musst zu einem Arzt gehen, der schaut sich das an, normaler Arzt im Krankenhaus, kann natürlich nicht ausschließen oder 100% bestätigen, dass was passiert ist, weil es ist ja nicht unmittelbar danach passiert. Es ist vielleicht 2 Tage her schon. Der Arzt möchte auf die Nummer sicher gehen und beschreibt also so, dass man ihn nicht dafür haften lassen könnte. Er kann nicht sagen, ja, das Kind wurde vergewaltigt. Das kann er nur, wenn es unmittelbar danach ist. So. Okay. Es gibt natürlich keine anwaltliche Unterstützung. Es gibt keine psychologische Betreuung. Könnte man anfordern, dauert Monate, bis man überhaupt einen Termin bekommt, weil auch die staatlich bezahlten Psychologen, die dafür da sein sollten, sind vollkommen überarbeitet. Ja. Die schaffen das nicht. So, und jetzt wirst du als Familienvater alleine gelassen mit diesem Problem. Wenn wir aber ein Zentrum aufbauen würden, wo 100 Psychologen drinnen sind und in solchen Fällen sofort für die Familie da sind, inklusive Ärzte, die spezialisiert sind auf diese Dinge, könnte man viel mehr Straftaten aufdecken. Ja. Und man könnte der Familie wirklich unterstützen und nicht in Wirklichkeit im Regen stehen lassen, so wie bisher. Ja. Nur wir haben eine wilde Diskussion gehabt. Auf Krone 24 damals war der bekannte Anwalt Rudolf Meyer, liebe Grüße, wo es hieß, wir können nicht alle Pädophile verhaften lassen, sonst müssten wir neue Gefängnisse bauen. Und ich habe gesagt, soll es ja nicht scheitern. Daran soll es nicht scheitern. Ja. Dann ist halt Österreich, werden 100 neue Gefängnisse gebaut werden. Das ist ein Armutszeugnis, damit jeder sieht, dass plötzlich wir 100 Gefängnisse brauchen, weil wir so viele Pädophile im Land haben. Ja. Und es hieß damals beim Thema, es bringen härtere Strafen im Sexualvergehen nicht wirklich viel. Das war damals das Thema, wo wir präsent waren und gekämpft haben dafür. Und auch da haben wir Gegenwind bekommen. Und es hieß, nein, härtere Strafen bringen gar nichts und wir können nicht alle verhaften. Alle verhaften, die mit Kindersexualstraftaten zu tun haben? Ja, ich möchte alle verhaften, die mit dem zu tun haben. Ganz Punkt. Genau. Ja? Und wenn wir dafür neue Gefängnisse bauen müssen, dann muss Österreich wieder woanders sparen. Ich glaube, bei dem Steuersatz, das es in Österreich gibt, braucht keiner mir erzählen, dass das Geld nicht da ist, sondern es wird nur falsch eingesetzt. Ja. Das ist mal die Wahrheit. Man sieht doch beim Krasser oder bei Benko, da wird eine richtige Hexenjagd absolut richtig. Also absolut Krasser richtig. zu 8 Jahren verurteilt. Absolut richtig. Wann gab es zuletzt in einem Fall von schweren Kindesmisshandlung eine 8-jährige Freiheitsstrafe? Ist uns als Bündnis Kinderschutz in Österreich nicht bekannt. Kann ich so aussprechen. Ja. Zeigt, dass wir ein Problem haben in der Gesellschaft. Ja. Und zeigt aber auch auf, dass diesbezüglich dringend was geändert werden muss. Nicht morgen, sondern schon vorgestern. Ja. Deswegen danke ich dir für deine Zeit, lieber Roberto. Es war nichts für schwache Nerven, für mich persönlich der härteste Podcast überhaupt bisher. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke, dass da Kinder betroffen sind, die was wehrlos sind, naiv sind, da von Monstern ausgebeutet, getäuscht, belogen und missbraucht werden. Ja. Deswegen werde ich alles in der Beschreibung verlinken, wie man euch persönlich unterstützen kann. Und an die Eltern natürlich, Bubi Bär klärt auf. Wird natürlich überall die Adresse in der Beschreibung reingeschrieben. Ich habe mich während dem Podcast blutig gekratzt. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch etwas aufgewühlt und etwas in Alarmbereitschaft versetzt, damit ihr seht, in unserer Gesellschaft läuft etwas falsch. Schützt eure Kinder, schützt euch selbst und danke fürs Zuschauen.